habe hier eine kleine Tischplatte. Das Furnier war durch einen Wasserschaden so stark beschädigt, dass wir es runtergenommen haben. Und jetzt sind hier Leimreste drauf und das ist uneben. Man hat früher, bevor man eine Fläche furniert hat, die Fläche gezahnt. Und zwar hier überall mit diesem Zahnhobel. Wird eingespannt natürlich. So kann man eine Fläche egalisieren und alles, was irgendwie übersteht, wird erstmal plan gemacht. Und der eigentliche Effekt ist, man vergrößert die Leimfläche. Diese Oberfläche vergrößert man eigentlich auf das Doppelte, indem man diese ganzen kleinen Zähne hier einpackt. Arbeit ist die wärmste Jacke. So vorbereitet die Fläche kann man anfangen, diese Fläche zu furnieren. Ich habe mir dazu ein Furnierblatt vorbereitet. Das kommt nachher so drauf. So. Perfekt. Dazu benutzt man einen Zahnhobel, auch gerade heute noch in der Restaurierung. Wir haben hier mit Flächen zu tun, die quellen und schwinden, sich etwas verformen. Man kann damit diese kleinen Hügel wieder ausgleichen. Unebenheiten, eingelassene Furniere. Hier und hier kann man wieder auch plan hobeln. Und damit sollte beim Furnieren kein Kirschner entstehen. Darum geht's. Nun habe ich gerade gemerkt, auf der Fläche sind noch ein paar Kirschner. Woran merke ich das? Die rascheln. Die werde ich jetzt mit dem Furnier zusammen furnieren, indem ich mir die hier so aufschneide. Dann nehme ich mir meinen Fischleim in der Spritze und gebe den hier drunter. Beim Aufschneiden halte ich das Messer so 45 Grad schräg, damit keine scharfe Kante entsteht, wenn das Furnier wieder reingefügt wird, sondern dass es sich wieder gut aufleimt und diese Kanten nicht spürbar werden. Ah ja, hier ist immer noch eins. Das habe ich gar nicht vorher gesehen. Ja, ich schneide das Furnier möglichst in Längsrichtung auf und nicht quer zur Faser. Und hier hat das Runterleimen nicht so gut funktioniert. Hier war ein Wasserschaden und das Furnier hat nicht gut geleimt an der Stelle. Dieses Absperrfurnier, das ist so gute 2 mm dick ursprünglich mal. Das ist eine relativ steife Ebene, deshalb kann ich die auch gut hobeln. Sollte man eigentlich nicht tun. Am besten ist es natürlich, ihr leimt das alles vorher. Aber ich habe hier Termindruck. Ich muss jetzt mal ein paar Schritte zusammenfügen.
Zum Furnieren nehme ich Fischleim, weil das der einzige Leim ist, den ich kalt verarbeiten kann, und ich habe keine andere Möglichkeit, und ich möchte aber auf jeden Fall im System der Glutinleime bleiben. Oh, das war ein bisschen viel. Wichtig ist der Rand. Jetzt nehme ich den Überschuss. Das Blatt auflegen. Kontrollieren. Jetzt wird diese Platte unter den Furnierböcken verpresst. Dazu habe ich hier eine Unterlage, eine Zink- oder Aluminiumzulage. Und ich lege mir über diese Aluminiumzulage immer noch eine Folie, das ist so Campingfenster für Zelte. Also eine dicke, durchsichtige Folie. Hat sich bei mir bewährt. Die ist noch ein bisschen weicher in der Oberfläche, das heißt, passt sich ein bisschen meinem alten Untergrund an. So, und jetzt Kopf über. Hier raufgelegt. Am nächsten Tag das hier ist eine Furniersäge. Die stammt noch aus der Zeit, als es noch keine Cuttermesser gab. Beim Schneiden mit der Furniersäge fängt man an dem Punkt an, der einem am nächsten ist. Also man schneidet hier vor, damit das Furnier nicht ausreißen kann, und arbeitet sich dann Stück für Stück nach vorne. So ist es hinten immer frei, das Furnier kann nicht wegreißen. Genau. Wenn man längs schneidet, kann man auch so arbeiten, ist es aber nicht ganz so gefährlich, dass das Furnier nach hinten ausreißt. Diese Bereiche hier, das sind Leimdurchschläge. Da ist der Leim durch die Poren des Furniers durchgekommen und ist fest geworden. Das Schöne beim Glutinleim ist, ich kann ihn jetzt mit Wasser wieder ablösen. Und das ist auch wichtig, denn ich will diese Fläche am Ende noch beizen. Und wenn ich dann hier so eine Versiegelung drüber habe, dann wird mir hier keine Beize angenommen. Und je besser ich das mache, desto weniger muss ich schleifen. Bei modernen Leim habe ich dasselbe Problem. Man gibt diesen Furnierleim auch etwas Füllstoffe mit, damit die nicht so dünnflüssig sind und sich durch die Poren arbeiten können. Funktioniert ja auch nicht bei jeder Holzart. Bei feinporigem Holz klappt es super. Bei grobporigem Holz wie die Eiche habe ich es eigentlich fast noch nie erlebt, dass man keinen Leimdurchschlag hat. Selbst bei etwas dickeren Furnieren. Aber diese Furniere hier sind 0,8 mm stark. Und da ist der Weg sehr kurz für den Leim an die Oberfläche zu gelangen. Noch ein kleiner Funfact für alle, die japanische Sägen lieben. Die Furniersäge ist ein mitteleuropäisches Werkzeug. Und das ist eine Säge, die von Hause aus auf Zug gefeilt wurde. Ja, dann starten wir doch mit dem nächsten Schritt. Ich habe die Tischplatte gewässert mit einem 320er Schleifpapier. Ganz leicht, ohne Druck, gehe ich hier so rüber, dass ich die aufgestandenen Fasern nur ganz leicht cutte und gar nicht weiter groß was wegnehme vom Schleifen. Dann wird das Ganze wieder entstaubt.
Jetzt kann es ans Beizen gehen. Dazu nehme ich meinen Beizpinsel. Eiche Mittel wollen wir beizen, den Farbton, den habe ich mir hier auch schon mal angemixt. Und jetzt tragen wir zügig auf, ohne dass lange Nasen sich bilden. Gerne auch immer quer zur Faserrichtung. So. Diese älteren Möbel aus den 20er Jahren, die haben alle so einen Hang zum Schwarzen, also eigentlich eher so zu einer Nussbaumimitation. So, jetzt habe ich hier ganz schön viel Beize drauf. Das brauchen wir gar nicht alles. Eine Rossa-Bürste. Und damit verreibe ich den Überschuss. So, Bürste mal kurz wieder ein bisschen trocken machen. Was jetzt noch zu viel ist, was nicht vom Holz aufgenommen wird, trocknet sowieso auf der Oberfläche auf. Und das nehme ich dann nach dem Trocknen mit dem Rossa runter. Aber soweit ist die Fläche jetzt erstmal für den nächsten Schritt behandelt. Über Nacht trocknen lassen. Jetzt habe ich hier Rossa, das ist von einer alten Stuhlpolsterung. Ja, wozu ist das gut? Pferdehaar-Rossa. Damit kann man nämlich feinst schleifen. Die Wasserbeize ist jetzt hier aufgetrocknet, das heißt, hier oben sind noch ein paar lose Pigmente drauf und die will ich jetzt runterreiben. Das mache ich in Faserrichtung. Mit mäßigem Druck gehe ich jetzt über die Fläche rüber. So, das ist ein Zwischenschritt beim Beizen, den sollte man auf jeden Fall nicht weglassen, weil dadurch wird die Lackierung nochmal, ich würde fast sagen, etwas klarer, weil wir alles runtergenommen haben, was jetzt an Beize sich nicht mit dem Holz fest verbunden hat. Und das würden wir, wenn wir jetzt lackieren, würde das in die untere Lackschicht eindringen und meiner Meinung nach den Leim etwas trübe machen oder die Brillanz so ein bisschen wegnehmen. Das würde sich dann in diesem Lack auflösen, ein bisschen verteilen und so, ja, so ist nichts da, was ich verteilen könnte. Genau. So. Ja, die Stelle, da guckte noch ein bisschen Furnier hoch, die muss ich nochmal leimen. Das mache ich wieder über Nacht. Eigentlich wollte ich es jetzt gleich lackieren, aber so geht das nicht. Ja, so sieht es jetzt aus. Das Tischchen ist zerlegt, gereinigt, die gebrochenen Stellen sind geleimt, das Blatt ist neu furniert. Die Umleimer sind dort abgemacht. Der nächste Schritt wäre, das Blatt zu lackieren, die Umleimer wieder anzuleimen und dann das ganze Gestell, das kann schon parallel passieren, auch wieder zu verleimen. Das Blatt kann zum Schluss wieder auf dieses Kreuz aufgeleimt werden. Ja, eine Menge Arbeit für so ein kleines Tischchen. Ich bin gespannt, ob ich mit meinen kalkulierten Stunden hinkomme. Jetzt lackiere ich mit einem Shellac. Die Eiche wird nicht hochglanzpoliert. Sie ist einfach zu grobporig, dass man da ewig bräuchte oder das wahrscheinlich nie richtig gut hinkriegen würde, die ganzen Poren zu füllen. Und deshalb begnüge ich mich hier auch mit einer einzelnen einfachen Pinsellackierung. Shellac, der trocknet sehr schnell wieder auf. Also ich sag mal so 10 Minuten, dann ist er schon wieder staubtrocken. Oder die Nasen nochmal wegstreichen, wenn irgendwo eine ist. Dann geht es weiter mit den Beinen. Und die stecke ich mir zum Trocknen gleich praktischerweise hier rauf. Das ganze Möbel ist ein Geburtstagsgeschenk. Heute ist Samstag, Montag ist Geburtstag. Also ich muss mich ein bisschen sputen, dass ich das noch gut schaffe. Das ist manchmal so mit den Terminen. Jetzt weiß ich gar nicht, die drei hatte ich hier. Ich habe ja viele Schülerpraktikanten und die sind immer ganz erstaunt, wenn ich denen erzähle, dass man den Lack essen könnte. Also wenn der Alkohol jetzt nicht wäre, ist das genau das, was sie auch in Haribo Gummibärchen haben. Arme sind schon zu kurz. Gut, ich habe jetzt auch ein bisschen Zeitdruck. Sonst ist es natürlich immer besser, man hat die Flächen im Liegen.
zum Trocknen, dass sich keine Nasen bilden können. Aber deshalb, weil ich jetzt hier stehende Flächen habe, muss ich ein bisschen aufpassen. Eigentlich sollte dieses Video nur ein kurzes werden, wie ich den Zahnhobel brauche. Aber es war gerade praktisch zu zeigen, wie ich eine Beizung mache. Ja, das war's für heute. Jetzt ist Feierabend. Ich gehe schlafen. So, neuer Tag, neues Glück. Einmal zwischenlackieren. Das Blatt ist jetzt einmal mit Shellac grundiert, könnte man sagen. Jetzt nehme ich diese Ziehklinge, das ist eine Lackziehklinge, die ist hier gehärtet an den Kanten und rund. Also die ist nicht kein Grat angezogen, sondern die ist wirklich schön glatt und damit kann ich ganz leicht über die Fläche so rüber gehen. Ich biege sie mir immer ein bisschen und stoße dann nur das, was oben auf an Staubkörnchen liegt, stoße ich so ab. Damit glättet man den Lack, ohne Staub zu erzeugen, der sich wieder in die Poren setzt. Weil dieser Staub in den Poren würde ja beim nächsten Lackieren wieder aufquellen, wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall ist die Gefahr gegeben, dass er wieder neue kleine Pickel erzeugt. Hier haben wir zum Beispiel so eine Stelle und die kann man da wirklich gut mit wegstoßen. Ein Schleifpapier wäre weich und würde auch die Fläche rundherum
wieder wegnehmen und das wollen wir nicht. Also ich kann ja auch schon mit sanftem Druck arbeiten und immer in Faserrichtung, das ist klar. Also es würde jetzt beim Schleifen nicht anders sein. Und jetzt, ihr könnt es leider nicht fühlen, aber es fühlt sich einfach geglättet an. So, meine teuren Pinsel, die im Spiritus stehen. Zweiter Anstrich. Also beim Lackieren 3 Anstriche würde ich sagen sind Minimum oder sind normal. Nicht Minimum, aber 3 Anstriche sind auf jeden Fall normal. Erster ist zum Grundieren, der zweite ist nochmal zum Füllen und das alles, was jetzt wieder aufgequollen ist, nochmal geglättet wird. Und der dritte sollte dann das Finish sein. Und mehr wollte ich hier bei diesem Tisch auch gar nicht machen. Nochmal so lang. Gut verteilen, dass es wirklich auch sich gut in die Poren einlässt. So, nicht zu viel, weil sonst löse ich den Lack darunter wieder an. Ist ja alkohollöslich. Und das wäre in dem Fall nicht gut, weil dann würde er so krisseln, wie kann man das sagen? Naja, so ganz feine Krissel würden entstehen und also er würde sich vom Untergrund wieder lösen. Und dann kann ich das ganze Spiel nochmal beginnen. Ja, das ist beim Shellac wirklich zu beachten, dass man quasi mit jedem Anstrich, wenn man ihn zu dick aufträgt, zu viel Alkohol drin ist, dass auch dort die Gefahr besteht, dass man eben den Untergrund nochmal anlöst. Ansonsten, der trocknet sehr schnell auf, also in 10 Minuten ist der Alkohol verdunstet und damit habe ich eigentlich eine gute Fläche. Naja, Schlierenfrei, Entschuldigung, schlierenfrei sollte sie auch schon sein. Ich gehe jetzt hier nochmal ein bisschen drüber. Hier habe ich noch so ein vom Lack so eine Spur, so ein Faden. Es ist jetzt an der Grenze, mehr kann ich nicht machen. Nee, das muss trocknen. Alles weitere wäre jetzt ein Verschlimmbessern. Also jetzt trocknen lassen, dann eventuell doch nochmal schleifen. Muss ich mir anschauen. Ja, dann sehen wir uns nachher. Noch der Schnellabspann. Die Umleimer sind wieder angeleimt. Das Tischchen ist fertig. Sonntagabend. Montag früh ist der Termin zum Liefern. Alles super.